Und habt ihr gemerkt, wie aufgeregt ich war, als ich das Fahrzeug vorstellen durfte? Ich glaube, man hat es mir angemerkt. Ich war sonst auch schon mal lockerer, aber in der Tat, ne, bei dem Auto, da geht mir ein bisschen das Herz auf. Finde ich geil. Würde ich auch so haben wollen. Aber warte mal, bevor ich euch jetzt zeige, was mich hier so begeistert, erstmal ein paar Fakten zu dem Auto. Es handelt sich um das Modell UFO von Daddle. Die Basis ist eine chinesische Kooperation von JMC und Ford und aus meiner Sicht optisch schon ziemlich gelungen. Leider muss ich euch da aber gleich Fisch vom Brötchen nehmen, denn für die EU-Version soll später wieder auf Iveco-Basis produziert werden. Natürlich kann das Fahrzeug in unterschiedlichen Konfigurationen gewählt werden, wobei ich hier diese chinesische Version schon sehr charmant finde. Aber die müssen ja nicht auf das zulässige Gesamtgewicht von 4,25 Tonnen kommen. In diesem Fahrzeug ist ein 300 Liter Frischwasser und ein 200 Liter Abwassertank verbaut. In der EU-Version werden die Größen dann auf 150 Liter halbiert. Was mich vor allem an diesem Fahrzeug fasziniert, ist die Gesamtlänge. Auch dieses Fahrzeug ist wieder knapp unter 6 Meter und hat damit den besonderen Charme, dass ich natürlich ganz anders in Städten unterwegs sein kann. Ich kann normale Parkplätze nutzen, Fährverbindungen sind günstiger und natürlich auch Brückenmaut. Und trotz der knappen 6 Meter ist dieses Auto auch wieder ein echtes Platzwunder mit 4 Schlafplätzen und eingetragenen Sitzplätzen. Und das bekommt dieses Fahrzeug mit einem Heck-Slideout hin, in dem sich das hintere Doppelbett befindet. Übrigens kann der Slideout auch im eingefahrenen Zustand als Einzelbett genutzt werden. Gekocht wird in dieser Variante mit Strom. In der EU-Version soll dann optional auch ein Gaskocher erhältlich sein. Deshalb hat das Fahrzeug auch wieder unfassbar viel Strom an Bord. 800 Ampere-Stunden auf 48 Volt. Und um alle Geräte ausreichend zu versorgen, ist ein 5000 Watt Wechselrichter verbaut. Und auf dem Dach können bis zu 1200 Watt Solar integriert werden. Und wartet mal, nachher im Video, da zeige ich euch mal, wie genial die Chinesen die Komponenten verbaut haben. Es ist unfassbar. Für die unterschiedlichen Klimazonen, in denen das Fahrzeug unterwegs sein kann, sind sowohl eine Truma Dach-Klimaanlage als auch eine Truma Kombi E6 Heizung verbaut. Es ist wieder eine intelligente Wohnmobilsteuerung von TBB verbaut und so weiter und so weiter. Hier überholt ein Highlight das andere. Und um jetzt hier nochmal ein bisschen Spannung in den Film zu bringen, ich zeige euch jetzt noch viel mehr Highlights bei diesem Auto. Wir gucken uns natürlich auch gerne das dritte Auto von den Chinesen an. Hier diesmal auf Ford-Basis. Ich finde es von außen auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ansprechend. Es ist mal kein weißes Fahrzeug, sondern hier in Grau gehalten. Und es hat auch nicht 2 Slideouts, sondern ein Slideout hinten. Das sieht man auch gleich beim Innenraumkonzept. Und bevor wir lange quatschen, lassen wir einfach reingehen. Beim letzten Video war immer die Frage nach dem Preis und den beantworte ich jetzt in diesem Video mal ganz kurz vorweg. Dieses Auto kostet hier 159.000 Euro. Und ja, man kann es ja so sagen, auf dem letzten Caravan-Salon, da wurde echt gemunkelt und man hat gesagt, diese chinesischen Autos, die werden die Game Changer. Es wurden Preise zwischen 80 und 100.000 Euro kommuniziert, nicht offiziell, aber zumindest hinterm Rücken geraunt. Und dann hätte man gesagt, wow, also so ein Auto für 100.000 Euro ist natürlich eine echte Kampfansage. Dieses Auto kostet jetzt hier 159.000 Euro, wird vermutlich auch seine Zielgruppe finden, aber es ist auf jeden Fall nicht die Zielgruppe, die ich eigentlich gedacht hätte, wo ich gedacht hätte, wow, also die werden den Markt verändern. Grundsätzlich, über Design kann man streiten, aber jetzt hier dieses Mal auf dem Caravan Salon mal ein ganz anderes Konzept. Mal hier mit diesem bisschen abgesetzten, ich hätte beinahe gesagt Blauton, jetzt wird der Profi sagen, das ist ja nicht blau, sondern das ist so ein Walgrau. Walgrau, ja vielleicht, ne? Genau. Was mir hier aber auffällt, ne, und ich weiß, ich will nicht immer zu kritisch sein, aber wir haben uns das Schlachtschiff der Chinesen angeguckt und ich war nicht begeistert von der Verarbeitung. Jetzt bin ich hier in diesem Auto und ich muss halt sagen, hier ist alles schon wieder bedeutend besser verarbeitet, ne? Die haben hier richtig hochwertige Heflebeschläge genutzt. Das fühlt sich alles ganz, ganz anders an. Die Kantenverarbeitung, richtig sauber, so wie man es eigentlich theoretisch auch vom Tischler kennt. Ne? Eine ordentliche Arbeitsplatte. Ich bin ein bisschen verwundert, dass es bei diesem Carbon-Auto nicht so ist, aber ich vermute mal, die hatten echt Zeitdruck und das ist ja ein Prototyp. Die mussten jetzt hier für die Messe abliefern. Dieses Fahrzeug hat hier eine relativ große Küche mit auch einer sehr, sehr großen Spüle. Und es wird wieder den einen oder anderen verwundern. Dieses Fahrzeug hat aber keinen Kocher hier an der Stelle. Denn bei den Chinesen ist es so, die kochen draußen aufgrund der vielen Gerüche und weil die halt natürlich auch viel mit Öl kochen. Und jeder, der
im Camper schon mal viel mit Öl gekocht hat, der weiß, so dieser ganze Ölnebel, der schlicht sich überall nieder. Man braucht dann eine richtig gute Abluft, die im Auto verbaut ist. Von daher kann ich das Konzept absolut nachvollziehen. Beim letzten Video waren allerdings die Kommentare, ja gut, aber dann kann ich bei schlechtem Wetter ja gar nicht kochen, weil es dann, wenn es draußen regnet, muss ich immer meinen Mann rausschicken, der dann da draußen steht und im Regen kochen darf. Das ist ja bei diesen Autos nicht so, denn diese Autos haben immens viel Strom an Bord. Man kann hier in diesem Auto halt mit Strom kochen und dann seid ihr extrem flexibel. Ihr könnt hier jeden kleinen Elektrokocher hinstellen, von der Induktionsplatte bis zum Elektrowok, bis zur Grillplatte. Also man kann hier alles halt mit Strom kochen. Finde ich mal ein anderes Konzept, aber finde ich auch sehr, sehr gelungen, weil bei unserem Konzept war das auch so, bei schönem Wetter haben wir halt draußen gekocht, bei schlechtem Wetter haben wir drin gekocht. Ja gut, du musst aber auch Platz finden, um die Geräte dann überall unterzubringen, ne? Und Haben wir denn hier Platz? Und das wollen wir mal gucken. Auch da wieder muss ich halt sagen, ne, den guten Küchenplaner sieht man daran, dass er halt an die elementaren Dinge gedacht hat. Und das ist für mich eine schöne Spüle, Stauraum für Pfannen und so weiter und so fort. Und natürlich auch das Thema Müll. Denn ich habe immer Müll. Es fällt in so einem Auto natürlich entsprechend Müll an. Wir haben hier allerdings als Besonderheit den Platz jetzt anders genutzt. Hier ist eine kleine Spülmaschine, Geschirrspülmaschine verbaut. Welche Marke ist das? Als Besonderheit. Das ist eine chinesische Marke. Ja. Finde ich jetzt aber nicht dramatisch, weil wenn man bedenkt, dass auch Siemens und Co. alle in China produzieren, also ich weiß, unter dem letzten Video hieß es immer, ja, die olle China-Qualität, aber es ist ja egal was, vom Fenster angefangen, Dometic produziert in China, Siemens produziert in China, produzieren ja alle irgendwie in China. Und auch das ist ja ein Thema, es gibt halt qualitative Unterschiede auch bei diesen chinesischen Produkten. Es gibt halt die qualitativ hochwertigen und es gibt die günstigen Varianten. Dedu setzt ja hier auf ein Konzept, was qualitativ hochwertig sein soll. Und bisher muss ich sagen, zumindest bei dem Auto mit den 2 Slideouts und bei diesem Auto muss ich sagen, gefällt mir das sehr, sehr gut. Und von der Qualität kann ich hier bisher nicht meckern. Ne? Auch so, was so die ganze Verarbeitung angeht, das sieht hier in diesem Auto erschreckenderweise besser aus als in dem Carbon-Auto für eine halbe Million. Also ich nehme mal an, dass diese Autos halt auch schon einfach länger unterwegs sind und ja, einfach ein bisschen länger erprobt sind. Der Hauptabsatzmarkt hier von den Autos ist ja Australien, ne? Und entsprechend müssen diese Autos auch ordentlich was abkönnen. Gerade was so Temperaturunterschiede angeht. Und wir haben ja mit dem Designer gesprochen, der hat gesagt, als Test fahren die mit diesen Autos hier in die Wüste. Und die haben in den Wüsten in China um und bei 80 Grad. Das ist unvorstellbar. Die sind mit diesem Auto in die Wüste gefahren. Und die Klimaanlage und diese ganze Dämmung, die haben das so weit ausgehalten, dass du in diesem Auto hier 30 Grad immer noch erzeugen konntest, obwohl die Außentemperatur bei 80 Grad lag. Und Minustemperaturen, die sind bei minus 40 Grad auch mit diesem Auto gereist. Und jeder, der dann sagt, ja gut, aber ob der Slideout dann wirklich funktioniert bei diesen Temperaturen, die haben es halt erprobt und es wurde zumindest so kommuniziert. Ob es dann wirklich funktioniert, kann ich nicht genau sagen. Aber das ist auch das Besondere an diesem Auto. Das Raumkonzept ist mal ein bisschen erweitert worden, denn wir befinden uns wieder in einem Auto unter 6 Meter. Ich finde es nach wie vor immer extrem bemerkenswert. Wir haben in dem anderen chinesischen Auto gestanden, von, wie hieß es nochmal, Max, blende ich euch unten nochmal ein, ich habe gerade den Namen vergessen. Da war alles extrem eng, wenn ihr seht hier die Durchgänge, richtig viel Platz, richtig toll. Maxus, Entschuldigung, ja, ist mir gerade nicht eingefallen. Und ich habe hier hinten... oh, und hier sind auch die Matratzen eine andere Qualität und hier ist ein Lattenrost drunter. Guck mal. Ja. Auch das, ne? Hier merkst du schon, das ist halt einfach bedeutend besser konzipiert. Einfach netter, schöner. Ich zieh mal schnell die Schuhe aus. Haben wir hier auch ein Slideout? Ja, ich liege hier auf dem Slideout. Ach so. Das Bett hier ist quasi der Slideout. Ah ja, okay. Jetzt Ne? sieht man's auch, Und jetzt ja. mal gucken. Ja. Okay, das könnte so 1,90 hier vielleicht sein im Slideout. Du bist mit den Füßen aber auch dran, Ich ne? bin hier dran, also auf der Innenseite müsste theoretisch die kleinere Person liegen. Ne? Und das Bett ist jetzt auch nicht so breit. Und wenn man einer jetzt hier muss liegt. über den anderen halt. Ich glaube, das ist noch nicht mal 1,40, ne? Wenn ich jetzt hier mal so gucke. Ich würde fast sagen, nein. Das könnte 1,30 hier sein vielleicht. Also, ja, man muss sich mögen, aber
in der Theorie, lass uns mal ein bisschen rumspinnen, wenn du hier zu dritt mit dem Auto unterwegs bist, dann hast du ja in einem Alkovenfahrzeug auch richtig viel Platz vorne. Von daher ist es eigentlich auch egal, was das Schlafen angeht. Hier diesen Slideout, den kannst du halt auch einfach alleine nutzen. Also das heißt, wenn du nicht rausfährst, drin schlafen oder was meinst du? Ja, das haben wir ja auch gefragt, du kannst theoretisch, wenn du den Platz nicht hast und in der Stadt stehst, den Slideout einfach drin lassen. Dann kannst du hier auf dem kleinen Bett stehen und wenn du halt ein bisschen mehr Platz hast und entspannt schlafen willst, dann kannst du hier halt einen Slideout ausfahren. Nee, ich meinte damit, dass du hier in diesem Auto ja theoretisch vorne noch ein großes Bett hast, über dem Alkoven, und du hast hier hinten halt entsprechend dann das kleinere Bett. Zeigen wir gleich nochmal. Platz, sehr, sehr gut genutzt, finde ich. Kannst du den noch mal langsam rausziehen? Hängt der hängt ein bisschen. Ihm fehlt vielleicht hier oben, so ein bisschen. Ihm fehlt ein bisschen oben Unterstützung, aber es liegt halt einfach daran, die haben hier 2 Auszüge. Ja. Finde ich jetzt aber nicht dramatisch. Ich glaube nicht, dass das irgendwann... Ah nee, oben ist auch einer. Okay. Ja, oben ist auch einer. Aber du kannst oben Hemden einhängen, da ist so eine Genau. Es Halterung. fehlt, weißt du was, die haben die Auszüge nicht gleichmäßig angeschraubt. Ja, okay. Oben hat er ein bisschen mehr Spiel als unten. Ja, genau, Ja. das sieht man auch. Aber er hängt halt nur. Genau, hier hast du die Möglichkeit, deine Hemden zu hängen und hier nochmal ein paar Fächer. Und die Fächer, auch wenn ihr sagt, ja, unsere Flaschen sind ja viel, viel höher, die passen da gar nicht hin, die kann man hier nochmal unterschiedlich einhängen. Das ist ganz cool gelöst, finde ich. Ne? Also wenn du halt irgendwie mal höhere Flaschen hast. Jetzt muss man das natürlich alles mal testen. Wie verhält sich was hier steht, wenn du durch die Gegend fährst? Hier sind zwar so ein paar Trenner eingebaut. Als Beispiel, wenn du jetzt hier nochmal deine Wasserflaschen hinstellst, bewegen die sich zu doll dann während der Fahrt oder was auch immer. Das sind alles mal so Geschichten, die würde ich unheimlich gerne mal testen, ob das alles funktioniert. Auch ob diese Verschlüsse einfach geschlossen bleiben, denn wir haben auch bei europäischen Herstellern ja gemerkt, In manchen Kurven fliegt in manchen auch mal alles Kurven raus. fliegen die Dinger dann durch die Gegend und das Genau. ist alles andere als schön. Ja, leider ja. Genau. Zeig doch mal das Bad. Sehr gerne. Hier dieses Bad, aber ich nehme mal an, das kann man natürlich auch ja, wieder individuell gestalten, wie man will. Hier ist jetzt nicht mal so eine japanische Toilette mit Popodusche und sowas eingebaut, sondern hier ist eine ganz normale Tredford-Toilette eingebaut. Aber auch die Tredford-Toiletten haben natürlich ihre Begründung und den Markt. Es gibt viele, die halt sagen, nee, wir wollen lieber auf unseren klassischen Kassettentoiletten bleiben. Aber was ich nach wie vor immer bei diesen Chinesen sehr, sehr schön finde, die denken auch an Details. Ne? Hier ist wieder sehr viel Platz, um nasse Jacken, nasse Gegenstände, mal ein Neo reinzuhängen. Nach wie vor finde ich das Und auch richtig viel. eine coole Idee. Richtig viele Schränke, ne? Richtig Guck mal, viele Schränke, genau. hast- Ich gehe mal rein. Du hast unter dem Stehhöhe Waschbecken. immens, guck mal hier. Also wenn ich das hier noch hochklappe, Ja. habe ich hier echt Platz. Das ist halt wirklich gut. Guck mal, da nochmal ein Schrank. Da nochmal ein Schrank, da nochmal ein Schrank. Und der Spiegelschrank lässt sich auch öffnen? Da gehe ich ganz schwer von aus. Das sieht zumindest so aus. Warte mal, ja, Tatsächlich. genau. Ja, also richtig viel, ne? Richtig super, richtig super. Okay. Dann hast du hier oben einen Dachlüfter, ne? Auch mit einem kleinen Propeller drin und Was du ist hast das? hier nochmal ein zusätzliches Fenster. Ja, sehr gut. Ja, es ist jetzt kein Max-Fan, wir müssen uns nicht drüber aufregen. Das ist irgendeine chinesische Marke, die hier verbaut ist. Aber ich will da nicht drüber lästern, ne? Also es gibt halt, wie gesagt, Premium chinesische Produkte und es gibt halt genauso natürlich auch diese billig oder günstig produzierten. Die und Leiter haben sie hier noch versteckt. Hier. Genau. Hast du gesehen? Ja, ja. Im Bad. Würde man sich wundern, aber warum nicht? Also ich meine, wie oft nutzt du jetzt die Dusche? Ne? Also wenn, dann vielleicht 1- oder zweimal am Tag. Und da kann man natürlich in der Tat so eine Dusche auch super als Stauraum und Staumöglichkeit nutzen. Also genau, die Leiter brauchst du natürlich, um hier in die Alkove reinzukommen. Und wie sie halt alle planen, ne? Großer Smart TV hier, genau, sehr, sehr cool gelöst. Susi hatte es allerdings schon so ein bisschen angekreidet. Bei so einer Lösung, und das ist ein bisschen besser bei dem Carbon-Auto gelöst, bei so einer Lösung können halt 2 Leute Fernsehen gucken. Ne? Wenn du hier zu 4 reist... Also mit Bild. mit Ton Bild. können ja- Ton können alle, aber wenn du zu 4 reist, dann sind diese beiden Plätze halt die Plätze, die halt hier Smart TV genießen können und die anderen Plätze vorne halt nicht. Ne? Aber ich habe ja gesagt, vorne richtig, richtig viel Platz. Wahnsinn. Also das ist mal ein Alkoven, da fühlst du dich richtig wohl. Und wir haben jetzt ja auch schon mehrere getestet und haben drin gelegen. Was mir hier richtig gut gefällt, ist die Höhe. Ne?
Also du hast hier eine ganz andere Höhe und die sind halt auch ganz anders vorne mit dieser Wölbung umgegangen. Ja. Du kommst halt in diesem Auto hier nicht unbedingt beim Schlafen, wenn du dich mal drehst mit den Knien an die Decke. Also das finde ich, was so grundsätzlich diese Kopffreiheit angeht, Streck hier mal die Arme immens. aus. Ne? Also ich komme nicht mal ran. Wahnsinn. Ich komme nicht mal ran. Genau. Dann haben wir hier halt eine Sitzgruppe. Und wieder, ne, die kleinen Details. Es ist hier eine kleine Leselampe. Finde ich auch sehr, sehr gelungen. Hier haben wir nochmal ein kleines Ladegerät verbaut für Smartphone. Ne, nochmal eine Steckdose. Auch das in vielen Campern sitzt du da und denkst so, ja verdammt, wo soll ich denn jetzt meine Geräte anschließen? Ja, unterm Sitz versteckt teilweise, dass man ganz schlecht rankommt, ne? Absolut. Oder drüber stolpert Absolut. irgendwie. Dann hast du hier nochmal ein Bedienpanel. Auch das ist ja ein Trend, dass man momentan alles über ein Tablet löst. Finde ich gar nicht so schön, weil du hast nicht immer Bock, irgendwie dein Smartphone rauszuholen oder dein Tablet rauszuholen, sondern ein klassischer Lichtschalter, wo du hier auch alles mal steuern kannst, finde ich einfach wirklich eine gute Lösung. Sie sind hier auch ein bisschen dezenter vorgegangen mit den Lautsprechern. Kannst du sie finden? Zum Glück nicht. Soll ich dir sagen, wo sie sind? Ja, sag doch mal. Guck mal nach unten. Ja. Einmal am Eingang Absolut. und einmal da unten. Ja, das reicht auch völlig. Also Ja, ich ganz meine, ich bin dezent. jetzt halt nicht natürlich der Audio-Enthusiast, der jetzt da irgendwie Konzertklang im Auto braucht. Natürlich willst du mal Musik hören, aber da reichen doch dann, da muss hier nicht einmal ringsrum irgendwie Dolby Surround sein, finde ich, persönlich. Ja. Gibt es natürlich So, und hier ist die unterschiedliche Interessen. Steuerungszentrale. Kann das sein? Ja, und auch hier wieder, was halt extrem spannend und charmant ist, ist halt dieser Inverter, der hier, oder beziehungsweise dieses Klimasplitgerät, ne, zum Heizen und zum Kühlen, finde ich nach wie vor genial. Die machen hier extrem viel mit Strom an Bord, weil sie halt auch unfassbar viel Strom und Solar an Bord haben. Deswegen kannst du dir auch mal hier so ein kleines Klimagerät hinhängen, das dann halt zum Heizen und Kühlen ist. Und wir haben ja mit dem Techniker gesprochen, auch das ist nicht nur einfach so stumpfsinnig Technik verbaut, denn in China sind die Temperaturunterschiede viel, viel krasser als bei uns. Du hast dann halt draußen teilweise 40, 50 Grad und willst drinnen deine 20 Grad haben. Oder das Gegenteil, du hast draußen 40 Grad, minus 40 Grad und willst dann hier drinnen auch wieder deine angenehme 20 Grad haben. Und normalerweise kriegen diese Klimaanlagen diese Temperaturunterschiede nicht hin. Deswegen haben die hier ein System verbaut, wo sie die Luft mit aller Abluft der anderen Geräte vorwärmen. Und das finde ich, also wenn es wirklich stimmt, eine sehr, sehr geniale Lösung. Zumindest für den Winter. Und auch für den Sommer, ne? Also du kriegst halt da natürlich die Luft nochmal anders gekühlt. So. Ja, genau. Also ich habe ja schon gesagt, so die Scharniere und die Klappen, das macht alles was her, ne? Gute Heflebeschläge, auch nicht unterdimensioniert. 3 Stück hier für so eine Klappe. Richtig, richtig gut. Hier nochmal Fächer. Das Lichtkonzept kann man sich jetzt drüber streiten. Grundsätzlich kann man sich über das Design streiten, aber ne, die sind ja noch nicht wirklich auf dem europäischen Markt und es wird natürlich da noch einiges passieren. Und wir haben auch munkeln gehört, dass sie jetzt auch anfangen, mit europäischen Designern sich diese Autos anzugucken und halt auch noch ein bisschen mehr auf den europäischen Markt zu reagieren. Ne? Naja, und zumal so eine Messe ist auch eine gute Gelegenheit, um Feedback von potenziellen Kunden einzusammeln. Deswegen Das war sind ja die letztes auch Jahr hier. schon so, genau. Das war letztes Jahr schon so. Ja, und es wurde ja auch viel gemunkelt, ne, in welche Richtung sich das so entwickelt. Ja. Und ich weiß, dass es sehr, 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 sehr viele Händleranfragen und Vertriebspartneranfragen gab, die alle hier mit den Chinesen zusammenarbeiten wollten. Und jetzt hat es halt La Marca übernommen. Und da kann man jetzt, ich lasse es einfach unkommentiert mal stehen, aber googelt es einfach mal, La Marca. Nur so als dezenten Hinweis. Sag mal, ein Hassthema von mir, wenn wir unterwegs waren, war ja immer alle 10 Tage auf dem Campingplatz, um Wäsche zu waschen. Muss ich das mit dem Auto auch machen? Das ist ja das Verrückte, ne? Also diese chinesischen Autos sind autark konzipiert. Super viel Strom an Bord, Solar auf dem Dach, riesen Wassertanks, riesen Abwassertanks. Und zusätzlich bauen die immer alle noch eine Waschmaschine ein. Denn der chinesische Gedanke ist, ich will mein Zuhause mit in den Campervan nehmen. Ne? Also möglichst den ganzen Komfort, den ich zu Hause habe, der soll auch in so einem Auto sein. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Grundstruktur in China. Es gibt in China ganz, ganz, ganz wenige Campingplätze.
Es gab mal vor der Pandemie die Idee, dieses Netzwerk weiter rumzuspinnen, auszubauen, weiter in Richtung Campingwelt zu gehen. Aber soweit wir das gehört haben, ist das alles so ein bisschen in Stocken geraten. Deswegen werden die Autos immer noch extrem autark konzipiert. Und entsprechend, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie die aufgeht. Ja, da unten. Hä? Da ist Hier? ein Reingriff. Ah ja, okay. Aber die ist echt klein, ne? Ja, also Butter bei den Fische, Es ist echt klein. große Wäschen mit Handtüchern und so. Es ist echt klein. Eher schwierig, Genau. ne? Gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, ne, und das ist ja das Verrückte, die machen das ja alles mit den Wassertanks. Die haben eine Spülmaschine und eine Waschmaschine verbaut und die Spülmaschine braucht pro Waschgang 6 Liter. Also die Geschirrspülmaschine. Die Waschmaschine weiß ich gar nicht, das wäre sehr interessant. Wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt eine Waschmaschine oder ein Waschtrockner ist, weil im anderen Auto ist ein Waschtrockner verbaut. Wir können es Und jetzt das leider ist- nicht lesen, weil es ist auf Chinesisch. Genau. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Ja, genau. Aber Waschtrockner ist natürlich auch eine viel bessere, durchdachte Lösung, denn bei einem Waschtrockner, so, dann brauche ich mir auch keine Gedanken machen, wo ich es aufhänge. Was Ja, übrigens die aber Chinesen... aus der Praxis, ne? Für kleine Teile würde ich sagen, ja. Die Ja, sind ein Hoodie hier etabliert. reinpacken wird schon schwer, glaube ich. Da brauchst du ewig. Ja, ja. Ne? Und vor allen Dingen, es passt ein Pulli dann da rein, ne? Ja, ja, Und dann genau. ist das Ding voll. Das stimmt. Aber klar, das Trotzdem, hat wahrscheinlich was mit dem Wasserverbrauch zu tun. Was ist das? Ah, nur eine Smart kleine. TV, Fernbedienung, genau. Und sag mal, gibt es hier auch diese Schubladen, die nach außen öffnen, die wir schon mal gesehen haben? Kannst du das irgendwie erkennen? Nee, wir können gleich mal, gibt's nicht, aber wir können gleich mal gucken, was es draußen gibt. Aber, weil du das gerade ansprichst, für mich immer ein Thema, autark unterwegs zu sein. Machen wir es mir mal einfach. Thema ist immer Müll, ja. Und ich würde es persönlich total geil finden, wenn du hier eine Öffnung oben in der Arbeitsplatte hast, wo du dann Müll reinstopfen kannst und dann kannst du Müll von außen über ein Fach dann rausnehmen und hast einen viel, viel größeren Mülleimer verbaut. Hier haben sie halt einfach den Platz anders genutzt. Hier ist halt ein Kühlschrank und jetzt frage ich mich mal, was das daneben ist. Noch ein Kühlschrank. Noch ein Kühlschrank. Okay. Kann man nie genug haben, wa? Nee, aber wirklich, ich meine, wenn du autark unterwegs sein willst, wenn du hier wirklich, und die haben uns gesagt, die sind teilweise einen Monat autark damit unterwegs, Ja. dann macht das schon Sinn, auch 2 Kühlschränke zu haben. Aber das Thema Müll ist immer da, ne? Und es ist hier alles komplett verplant Ja, da an bist du Schubladen. nix. Ja. Und der einzige Müll, der hier ist quasi hier in der Tür. Ne? Ein ganz kleiner Mülleimer. Aber auch da, das kann ich denen nicht so unbedingt ankreiden, weil das ist das Problem der meisten Hersteller. Die denken immer selten an Müll. Aber wie gesagt, ihr könnt ja mal 4 Wochen leben, ohne den Müll rauszubringen. Das geht gar nicht. Ne? Deswegen immer eine Situation. Ich hab mich hier gerade auf den Sitz gesetzt und wundere mich, was pufft denn hier so? Ja, ich kann nicht mal drehen, weil auch das, ne? Oh, hoppala, ich drehe dich nochmal in die andere Richtung. Auch das ist halt eine Geschichte, die Chinesen extrem gerne einbauen. Geil. Ich sitze auf dem Massagesitz. Genau, Das die ist haben der Hammer. hinten Massagesitze. Man sieht es hier an diesem Bedienpanel. Also ich merke es jetzt nicht besonders doll, muss ich sagen. Ist er an? Nee, Das weiß ich nicht, aber jetzt bewegt sich gerade nichts. du kannst da ja mal irgendwie rumdrücken. Ich weiß auch nicht, ob sie es überhaupt freigeschaltet haben. Weil hier auf der Messe, oh, jetzt heizt du auf jeden Fall. Oh nee, das möchte ich nicht, das war Schleudersitz. Oh, jetzt. Genau, jetzt hast du Vibration an. Nee, das knetet hinten so ein Ach, bisschen. knetet, okay. Kaffee. Ja, ist natürlich ein nettes Gimmick, würde ich mir niemals bestellen, weil ich denke mal, das geht halt auch auf jeden Fall schnell kaputt. Und, ja gut, ich meine, wenn du unendlich Strom an Bord hast, ist es auch egal, ne? Alles egal, ja. Das stimmt. Und wenn man hier mal so rumguckt, ist es sehr, sehr schön, wie verspielt die Chinesen sind, was die Technik angeht. Und sowas hier, kleine Innovation, vermisse ich leider bei vielen europäischen Herstellern. Ein digitaler Rückspiegel. Macht absolut Sinn. Das ist nicht nur zum Einparken, damit du siehst, was hinterm Auto los ist, sondern es funktioniert genau wie ein Rückspiegel, nur in digital. Ich kann ja eh nicht durchs Auto gucken. Hinten ist eine Kamera verbaut und hier wird mir halt einfach das Bild von hinten dann gespiegelt. Und ich habe halt, ja, einen Rückspiegel, nur in digital. Ja, Susi, was hast du denn da entdeckt? Ich schätze mal, das sind die Wasseranschlüsse.
Ich vermute mal Außendusche und vielleicht, genau, das kann sein, dass du hier, das sieht fast nach einem, genau, nochmal einer Autosteckdose aus. Aber das vermute ich mal, könnte die Außendusche sein und vielleicht sogar, das können wir ja nochmal fragen, ob die halt auch einen externen Wasseranschluss anbieten, dass wenn du eine Festwasserleitung hast, das Ding auch anstöpseln kannst. Ah, okay. Ich weiß nicht, was das hier ist. Auch? Ah, das ist der Wassereinlass. Okay. Nee, weißt du, was es dann ist? Ne? Das ist dann Plug and Play, einfach um Wasser ins Auto zu kriegen. Das kann sein. Ich stöpsel ihn einfach an. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Tauchpumpe anzuschließen. Ja. Du weißt, so ähnlich wie bei uns. Naja, dass du mehrere Systeme hast, je nachdem, welche Situation du vorfindest. Ne? Genau. Weil nicht immer ist es Genau. bequem wie auf dem Campingplatz und du musst ein bisschen kreativ werden. Absolut. Einfüllstützen. Was haben wir daneben? Das ist eine kleine Heckgarage. Die ist nicht besonders groß. Hier hinter sind die Batterien versteckt. Und zwar so einige, braucht man ja auch an Bord. Ja, komm, wir luschern einfach mal heimlich hinter, oder? Ja, musst aufpassen da mit dem Brett. Das ist nur mit so Magneten fest. Oha, aber guck dir das mal an, was Ordentlich. hier steht. Ja, Die Riege ist durch, ne? genau. Bis hinten hin. Ja, Alles voll mit Batterie. Das ist krass. genau. Okay. Und sie Aber haben, zugänglich, ne? Du kommst ran. was auffällt, sie haben rund um das Auto nochmal so eine Serviceklappen. Ich weiß nicht, was dahinter ist, aber die findest du Ja, überall. das Auf der stimmt. anderen Seite auch nochmal. Das stimmt. Wäre spannend zu wissen, Da was haben sich wir da jetzt noch keinen, der verbirgt. uns das mal aufmachen kann wahrscheinlich. Ne? Nee, Und die leider sind nicht. abgeschlossen, ja. Ja, Okay. Aber vielleicht auch nochmal Stauraum, ne? könnte sein. Und wenn ich jetzt hier schon mal so unten bin, dann gehe ich einmal in die Knie und zeige das Auto nochmal von unten, was hier so los ist. Okay, man sieht jetzt hier nicht so viel. Hier sieht man nochmal die Abstützung und auch das vermisse ich bei vielen europäischen Herstellern. Denn wenn du ins Auto gehst, da wackelt gar nichts, ne? Es ist ein sehr stabiles Fahrzeug, das steht ordentlich Ja. und das liegt halt einfach an den Stützen. Hier hinten siehst du übrigens den Slide-Out. Das Highlight. Du siehst aber aus, sie haben eine Markise drüber. Ja, siehst du auch bei vielen amerikanischen Herstellern. Die geht auch fest mit raus, die ist hier verbunden. Das heißt, wenn der Slideout rausgeht, dann geht auch die Markise drüber. Und kannst du dir vorstellen, warum die Markise da ist? Ja, die braucht Sonnenschutz. Nein, natürlich nicht. Das ist, damit kein Regen reinkommt. Also falls vielleicht doch mal ein bisschen mehr vom Himmel fällt, denke ich mal, ist das ein Schutz, damit es drinnen nicht irgendwie ein bisschen reintropft. Genau, weil die gesagt haben, wenn mal dann wirklich, also du stehst unterm Baum als Beispiel, ne, du kannst Ja. ja nicht mal raufgucken und dann fällt ein Ast quasi auch auf dein Slideout und wenn du den dann einfährst, dann zieht er ja automatisch diesen Ast mit unter die Gummidichtung als Beispiel, Okay. ne, und dann hast du da theoretisch kann als dann Schutz halt, doch mal. genau, es ist theoretisch natürlich ein Schutz, dass dir halt da nicht nochmal irgendein Irgendwas Dreck und alles dazwischen drauf geht. fällt. Das macht auch Sinn, ja. Genau. Okay. Aber das mit dem Wasser, glaube ich auch. Absolut. Hier sieht man übrigens nochmal diese bemerkenswerte Route, die die gemacht haben, die wir eigentlich auch gerne machen würden. Ne? Von hier so einmal durch Russland durchfahren. Wahnsinn. Und dann einmal das sind ja zum zwei Nordkap. Strecken, ne? Du kannst ja einmal hier über Russland und hier zurück sind sie über Südeuropa, Türkei, hier so zurück. Ja, Wahnsinn. aber wir haben mit dem Techniker gesprochen. Der meint, es war jetzt kein Ferienausflug, ne? Genau, ist keine Wellness-Tour. Du fährst Ist hier schon hart. mit 5 Leuten in einem Auto. Ja. Und dann ballern die 1000 Kilometer, mindestens 1000 Kilometer am Tag irgendwie, um diese Strecke überhaupt in der Zeit bewältigen zu können. Ja, das ist schon ordentlich. Das ist schon echt verrückt. Aber, ne? Hier übrigens nochmal Off-Grid-Tag. Aber es ist halt einfach echt ein schickes Auto, ne? Mir gefällt die Farbe sehr, sehr gut. Hier ist halt nochmal die Serviceklappe, um von der anderen Seite ranzukommen. Auch hier unten, du hast es erwähnt. Ja, genau. Da sind überall nochmal richtig viele Klappen. Ja. Da die Batterie Hinten ist. ja da verbaut ist, könnte ich mir vorstellen, dass du Wassertank. hier vielleicht nochmal genau an den Wassertank rankommst oder so. Ja. Auch hier sehen wir nämlich gar nichts unterm Auto. Also die haben weder Abwassertank noch Wassertank unterm Boden, sondern irgendwo hier im Fahrzeuginneren. Ne? Das macht natürlich auch Sinn, wenn du bei minus 40 Grad unterwegs bist, dann hast du keinen Wassertank, der dir mal eben einfrieren kann. Genau. Genau, wir hatten es ja schon gesagt, ne? Hier ist jetzt eine Kassettentoilette verbaut, deswegen hast du hier von außen nochmal den Zugang zur Kassette. Hier hast du den Landstrom. Und
alles in einem Fahrzeug unter 6 Meter. Wenn das hier so steht, ne, dann wirkt das erstmal echt als Trümmer. Und ich weiß gar nicht, wie breit das Auto ist. Aber das blenden wir gleich mal ein. Du fragst dich, was diese kleine Kamera da macht. Auch das, ne, das hatten wir beim letzten Auto. Die haben und sie nennen es, glaube ich, 7-Kamera-Wolkenüberwachung. Das heißt, du siehst dieses Auto 3D dargestellt von allen Seiten und du siehst dann halt, ne, das sind deine Einparkhilfen, Ja. was um dich herum bei diesem Auto los ist. Ja, nee, an der Seite hatte ich es noch nicht entdeckt. Genau. Und was natürlich auch ganz spannend ist, jetzt hier auf Ford-Basis. Und auch da kann man ja sagen, das sind alles europäische Gestelle. In Zukunft haben die vor, die Kabinen zu bauen, die Chassis hier in Europa zu haben und die Fahrzeuge dann hier in Europa miteinander zu verheiraten. Also Chassis wird dann nach Europa geliefert, Kabine wird nach Europa geliefert und das Fahrzeug steht dann hier und wird hier oder soll hier montiert werden. Jetzt haben wir auch das Geheimnis gelüftet, was sich hier hinter der Klappe verbirgt. Und zwar ist es ein Dieselkocher. Okay. Ja, okay. Aber super, man kommt an die Technik auf jeden Fall dran. Hier sind die ganzen Pumpen, sollte mal was sein. Und die Heizung. 应该就是一个那个储应该是用来放气罐儿。 Glasflasche. Glasflasche Custom. Für Gas? Nein, Nee. Gasflasche Custom. Gasflasche. Und 天然气对。 und das Gas brauche ich dann für den Kocher drüben? Oder wofür was brauche ich das Gas? 天然气是用来做什么的？做饭不气灶不是柴油灶吗？是的，就是在国内也有这种用气的版本。对 所以总归就是放。对，如果不放气的话，你看因为那有个洞嘛，它是用来做管子的。 然后就煤气罐，总归是煤气罐的。对，因为这个车是柴油灶，所以这一块就没有用气，对，这边可以做储存空间。 Das ist sowieso die Stammbaum für Gasflasche. Genau, aber das Auto hat ja keinen Gaskocher oder keinen. Ja, deswegen benutzen das nicht. Aber können trotzdem. Wenn man möchte. Ja. Ah, okay, ich kann es jetzt als Stauraum nutzen und wenn ich das Auto aber auf Gas haben wollen würde, dann hätte ich hier Platz. Genau. Ach, super, okay. Klasse. Und Stauraum ist ja auch ein Thema. Das ist super, dass hier nochmal die Fläche auch genutzt ist. Das ist eher für Gasflasche. Gasflasche. Stauraum für Gasflasche auch. Ja. Genau, aber wenn das System nur mit Strom kocht, brauche ich ja kein Gas. Aber das kann sowieso eine Stammbaum benutzen. Ja, genau, ja, super. 这个就是它的控制模块儿。 Ah, okay. Und hier komme ich. Bedienungsmodul, Steuermodul. Super, hier komme ich an die gesamte Technik ran. Das ist natürlich auch hervorragend. Wenn irgendwas mit Elektro ist, sitzen hier alle Geschichten. Und man sieht hier auch sogar auf einem Auszug, dass ich das ausziehen kann. Sehr gute Zugänglichkeit. Ja. 谢谢啊，谢谢你。没事没事。 So, jetzt haben sich auch die Fragen nach den Klappen gelöst. Ja. Die waren nochmal so freundlich und haben uns einfach gezeigt, was überall hinter ist. Ja, alles abgeschlossen. Ja, und was mich schon wieder begeistert hat, also ich finde wirklich, also im Verhältnis zu dem hier, ne? Kriegst du mehr fürs Geld? Ey, das ist viel durchdachter. Die haben auf der anderen Seite eine Klappe mit einem Auszug, wo die gesamte Elektronik drauf ist, ne? Also vom Wechselrichter, vom Solarmodul und so weiter und so fort. Ich kann das Ding ausziehen. Und da ist dann jedes Kabel und so, du kannst alles sehen, du kannst alles, sollte mal was sein, kommst du halt super ran. Ja, also sehr praktisch. Ne, wie gesagt, ich finde diese Autos hier weitaus durchdachter als das da. Was halt echt verrückt ist, ne? Ja. Ja, sehr schön. Klasse, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ne? Schreibt mal, wie ihr es findet. Genau.
Haltet die Ohren steif. Würdet ihr es euch für 159.000 Euro kaufen? Wobei auch da, vielleicht als letzter Satz, wir haben gehört, das sind jetzt natürlich die Einführungspreise mittlerer Marker hier auf dem Markt. Da muss man mal gucken. Es wird natürlich erstmal getestet, wo geht die Reise hin und vielleicht geht die Reise noch wo ganz anders hin. Auch unsere Reise wird wo ganz anders hingehen. Ihr werdet sehen. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video.